Moin bei kugelbahn.de und hier ist das Action Set Energy von Gravitrax mit dem Highlight der Vertical Cannon und dieses Set stelle ich euch jetzt hier im Video vor. Okay, los geht's. Hier ist der Karton und wie immer ist der auf der Rückseite mit den 4 Aufklebern versiegelt und der Karton kommt im klassischen Gravitrax quadratischen Design daher und wo ich den jetzt hier aufgemacht habe, da dachte ich mir, mach das heute mal anders und pack nicht die ganzen Plastiktüten aus, sondern pack aus, bau auf und dann präsentierst du einfach, was drin ist. Hier ist nochmal der Karton von der Vorderseite, 157 Teile sind enthalten und 3 Erweiterungen und bei dem Gravitrax Logo hier fehlt mir irgendwie der Slogan Build Beyond the Usual. Keine Ahnung, ob das so sein soll oder ob der einfach vergessen wurde. Auf jeden Fall sind drin 21 Kurvensteine. Davor liegen 3 Kreuzungen, die damit drin sind. Insgesamt gibt es 9 Kugeln, 6 silberne und die 3 farbigen hier vorne. Der Spinner ist quasi der Starter und jetzt ist auch schon die erste Erweiterung dabei, die Leitelemente. 3 Stück davon sind dabei. Dazu gehören 12 transparente große Höhensteine und 6 transparente kleine Höhensteine. Davor liegen die Schienen, die mit im Set dabei sind. Das sind 3 Dreier-Schienen, normalerweise 6 Zweier-Schienen. Hier waren aber nur 5 dabei. Das nächste Mal beim Einpacken ein bisschen besser aufpassen, bitte. Und 9 Einser-Schienen sind dabei. Dann gibt es hier die zweite Erweiterung. Das sind die 4 Flex-Tubes, also ein komplettes Set davon auch. Und hier im Vordergrund liegen dann die normalen typischen Basissteine, die auch in einem normalen Starter-Set damit bei sind. Die Weichen, die Fänger, der Splash und der Freifall. Und davor liegen die bekannten Spezialsteine aus dem Adventskalender. Schon von 2021, man mag es kaum glauben, das ist auch schon wieder 3 Jahre her, krass, echt. Und dahinter sind 12 schwarze Höhensteine und daneben stehen 40 graue Höhensteine. Rechts daneben gibt es die Bedienungsanleitung, da sind auch ein paar Beispielbahnen drin, wo man seine ersten Schritte mitmachen kann und dazu gibt es eine große transparente Ebene und eine kleine transparente Ebene. Das Ganze wird dann auf 4 Bodenplatten gebaut, die dabei sind und hier ist das Highlight des Sets, die Vertical Cannon. Da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein, denn die habe ich ja schon im anderen Video vorgestellt. Und normalerweise baue ich ja aus den Anleitungsheftchen immer so eine der letzten Bahnen auf und dieses Mal dachte ich mir, machst du mal Bahn B und die ist allerdings relativ klein, darum geht das hier auch ziemlich schnell mit dem Aufbau und auch die Bahn läuft ziemlich schnell, zeigt aber ziemlich gut die Funktion der Vertical Cannon, wie man damit ziemlich schnell und krass an Höhe gewinnen kann und das schauen wir uns natürlich jetzt gleich nochmal in einem Durchlauf an. Ich erkläre aber erstmal nochmal kurz die Bahn hier. Jetzt ist ja auch schon fertig und ja, da hinten ist die Vertical Cannon und hier ist der Starter, da läuft die rote Kugel dann durch die Kehrtwände hier durch und dann geht es ein paar Kurventeile runter, richtig ziemlich hohe Geschwindigkeit werden hier erreicht und dann geht es in die Vertical Cannon rein, die schießt das Ganze wieder hoch und dann landet die Kugel letztendlich hier im Fänger und das starten wir jetzt einfach mal und lassen wir das mal verfolgen. Und jetzt schießt die silberne Kugel darauf und das war es auch schon, das geht halt schon ziemlich schnell und das Ganze nochmal in einer kurzen Draufsicht. Und weil die Bahn so kurz war, habe ich gedacht, baust du noch eine weitere aus der Anleitung auf. Die blaue Kugel geht hier runter durch die Kehrtwände durch und nimmt dann den Weg ein bisschen durch das Verworrene hier unter dem Flex-Tube durch zur Vertical Cannon und dann wird die wieder hochgeschossen, geht zurück, wieder durch einen Flex-Tube durch und dann landet die hier im Ziel. Dann weiter geht's mit der roten Kugel, die hat den kürzesten Weg, die geht dann hier einmal durch, unter der transparenten Ebene durch, so rum und dann landet die dort unten ebenfalls im Ziel, also wie gesagt, das ist der kürzeste Weg, den die Kugel so nehmen kann und die grüne Kugel läuft dann hier auch mit ziemlich hoher Geschwindigkeit durch den Flex-Tube, macht hier in dem Fänger eine Wende, geht durch den 3 in 1 und dann auch direkt ins Ziel und wenn ich es schaffe, dann starte ich jetzt die Bahn hier noch, leider ist mir da ein Fauxpas passiert, da bleibt die rote Kugel am Flex-Tube hängen, aber das zeige ich dann gleich nochmal in den Detailaufnahmen, wie die Kugeln hier einzeln durchlaufen. Zum Preis von ca. 70 € ist das Action Set Energy doch ganz gut ausgestattet. Die Vertical Cannon ist natürlich das Highlight des Sets. Die Leitelemente bringen wenigstens Höhensteine mit, sind aber ansonsten natürlich nur reine Deko. Die Flex Tubes sind noch zu erwähnen, ansonsten ist es eben ein wenig besser ausgestattetes Starter-Set zum recht fairen Preis, der ja meist sowieso unter der Preisempfehlung liegen dürfte. Wer die Vertical Cannon haben will und sowieso plant, sein Gravitrax noch aufzurüsten, findet hier
dafür ein passendes Set. Und jetzt vielen Dank fürs Zuschauen, lasst gerne ein Like für das Video da, abonniert kugelbahn.de und aktiviert das Bimmel-Bammel-Glöckchen, denn mit der neuen Vertical Cannon werde ich jetzt gleich erstmal eine Bahn bauen. Ciao!